Paramatmane Namah. Yatharthgita. Srimad Bhagavad-gita. Adhyay. Kapitel 16. Sri Krishna erteilt uns seine Lehre in einer gewissen Reihenfolge und mittels beispielreichen Schilderungen zu der von ihm behandelten Thesen. Durch die reizenden Beschreibungen gewinnt er den Menschen für seine Prinzipien, und sie bereiten ihn unbewusst darauf vor, seine Theorien fraglos zu akzeptieren. Beispielsweise das Thema Handeln. Es wurde zum ersten Mal im 2. Kapitel erwähnt, im 3. Kapitel als das uns vorgeschriebene Werk, das heißt als Yajna erklärt, und im 4. Kapitel als umfangreicher Yajna-Prozess in allen Einzelheiten dargestellt. Genauso hat er im 9. Kapitel den Zweck des göttlichen und des dämonischen Vermögens verbildlicht, wobei sich herausstellt, dass Sri Krishna selbst in seinen menschlichen Erscheinungsformen der alle Gebete zu sich nehmende Mahapurush ist. Aber die Form und die Bestandteile dieser beiden Vermögen werden nun erst in diesem 16. Kapitel illustriert. Abhayam sattva samshuddhi jnana yoga vyavasthiti danam damascha yagyascha svadhyayastapa arjavam. Sri Bhagavan sagt, absolute Furchtlosigkeit, Lauterkeit des Geistes, die Entschlossenheit zur Erkenntnis Gottes, Unermüdlichkeit, unerschütterliche Hingabe, Herrschaft über die Sinne, Verrichtung des Werkes als Opfer, die Opfergabe, der Sinne und nicht der Räucherstoffe im wirklichen Feuer, wie sonst in der Allgemeinheit verbreitet ist. Im Feuer der Enthaltsamkeit, Japa, das Opfer des Atems und das Opfer des Selbststudiums. Das heißt, des zur Selbsterkenntnis führenden Studiums. Tapa, Askese, die Sinne dem Geist gemäß formen und Einfachheit, innere und körperliche. Ahimsa satyama krodhas tyagah shantirapayshunam daya bhuteshvaloluptvam mardavam dhirachapalam. Gewaltlosigkeit zur Erlösung der Seele, denn laut Sri Krishna heißt es Gewaltanwendung, wenn wir unsere Seele zum Niedergang verleiten. Er sagt, sollte ich nicht vorsichtig handeln, so würde ich der Vernichter der ganzen Wesenheit und der Veranlasser der Rassenunreinheit geheißen. Die wahre Lauterkeit behält die Seele, sobald sie sich ihm anschließt und somit dem Höchsten angehört. Dies ist die Gewaltlosigkeit. Unrein wird sie, wenn sie mit der Natur verwebt ist. Wahrheit. Die wahre Erkenntnis ist auch die göttliche, reine Wahrheit. Ist es nicht ein Trugbild, wenn wir meinen, dieses Gewand gehört mir? Wenn selbst der Körper nicht uns gehört, wie kann das ihn kleidende Gewand unser sein? Hat Sri Krishna nicht schon gesagt, an der Wahrheit mangelt es in keiner der 3 Zeiten. Die Seele ist die für immerwährende Wahrheit. Fasst sie ins Auge. Das ist euer Ziel. Zornlosigkeit, Ergebenheit, Befreiung von allen guten und bösen Taten und auch von der Ruhelosigkeit. Das zielgerichtete Handeln, Freundlichkeit allen Wesen gegenüber. Teilnahmslosigkeit. Das heißt, obschon sich die Sinne an allen Objekten laben, lassen sie sich davon nicht verstricken. Sanftmütigkeit, Scham. Wenn man vom rechten Wege abkommt,
Aversion gegenüber Sinnlosigkeiten oder sinnlosen Unternehmungen. Tejah Kshama Dhriti Shaucham Adroho Natimanita Bhavanti Sampadam Daivim Abhijatasya Bharata. Feuriger Geist, die uns zum Göttlichen treibende Kraft. Hier ein lehrreicher Fall. Angulimal, ein buddhistischer Mönch, erlebte den Anblick Buddhas Aureole und es änderte sich alles in ihm. Nachsicht, Geduld, Reinheit, Nicht-Feindseligkeit, Nicht-Eitelkeit. Alle diese sind, o Arjun, die Merkmale eines mit Göttlichkeit versehenen Menschen. Einige von den oben aufgezählten, insgesamt 26 Eigenschaften eines im Yoga geübten, erfahrenen Weisen befinden sich mehr oder weniger auch in euch. Zum Teil sogar in einem durch Dämonie verwirrten und verblendeten. Aus diesem Grund hat selbst ein grausiger Verbrecher die Möglichkeit, erlöst zu werden. Nun vernehmt die Aufzählung der dämonischen Eigenschaften. Dambho darpo bhimanascha krodha parushyameva ajnanam chabhijatasya Partha Sampadamasuri. O Partha, Arroganz und Prallsucht, Stolz oder Eitelkeit, Überheblichkeit, Zorn, Grobheit und Unwissen sind die Eigenschaften eines mit und durch Dämonie Verführten. Wie beeinflussen uns die beiden Vermögen? Daivi sampadvimokshaya nibandhaya surimata ma shucha sampadam daivi abhijatosi pandava. Von den beiden führt das Göttliche zu der von allen erstrebten Erlösung. O Arjun, sei nicht betrübt, denn du bist schon zum Göttlichen aufgestiegen und wirst die Erlösung, das heißt mich, finden. Wo befinden sich diese Vermögen? Dvau bhuta sargau lokesmin Daiva asura eva cha Daivo vistarasya prokta Asuram partha me shrinu. O Arjun, es gibt zwei Arten von Wesen in der Welt, die göttlichen und die dämonischen. Mit dem Zuwachs der göttlichen Eigenschaften wird der Mensch gottähnlich und mit dem Einfluss der Dämonie wird derselbe Mensch zum Dämon. Egal von welcher Herkunft der Mensch ist, er kann nur mit den oben aufgeführten, in seiner Natur weilenden Keimen geboren werden. Bis jetzt sind die göttlichen Eigenschaften im Detail gepriesen worden. Hört nun zu, wie sich die mit dem dämonischen Vermögen Geborenen verhalten. Pravrittin cha nivrittin cha janana vidurasura na shaucham na pichacharo na satyam teshu vidyate. O Arjun, die mit Dämonie Verfluchten können sich den sinnlosen Handlungen nicht entziehen. Und sie wissen nicht, wie sie sich mit dem ihnen zugewiesenen Werk befassen sollen. Deshalb besitzen sie weder Reinheit, noch gutes Benehmen, noch Ehrlichkeit. Über was für ein Auffassungsvermögen verfügen sie? Asatyam apratishtham te jagadahuraniishwaram aparaspara sambhutam
Kimanyat Kamahetukam. Die Verblendeten behaupten, die Welt sei ohne einen Herrn und Beschützer unwahr und dass sie nur wegen des Zusammenfindens der beiden Geschlechter zustande gekommen sei. Etam drishtimavashtabhya nashtatmanulpabuddhayah prabhavantyugrakarmanah kshayaya jagato hitah. Diejenigen, die aufgrund dieser falschen Behauptung ihrer Vernunft beraubt sind, die Törichten, die Schlechtgesinnten, die Übeltäter, sind nur zum Unheil der Welt geboren. Kamamashritya dushpuram dambhamaanamadānvitah mohat grihitvat sadgrahan pravartante shuchivratah. Diese eitlen, hochmütigen, den unersättlichen Begierden und falschen Prinzipien zum Opfer gefallenen Menschen tragen zum Unheil der Welt bei. Sie verfehlen ihr Ziel. Chintam parimeyancha pralayantam upashritah kamopabhoga parama etavaditi nischitah. Bis zu ihrem letzten Atemzug sind sie um das Falsch und die endlosen weltlichen Genüsse besorgt. Denn das ist, ihres Erachtens, der höchste Lebensgenuss und das edelste Lebensziel. Pasha pasha shatair baddha kama krodha parayana ihante kama bhogartham anyayenartha sanchayan. In das Netzwerk der Verstrickungen verankert, zum Sterben braucht man nur einen Strick um den Hals. Von hunderten Begierden und Verlangen gefangen, verwenden sie ungeeignete Mittel, um nach den Reichtümern zu streben und mit diesen Genussmitteln ihre Sinne zu befriedigen. Das heißt, sie unternehmen gesetzverstoßende Aktivitäten. Idamadhyamaya labdham imam prapse manoratham idamastidamapi me bhavishyati punardhanam. Ihre einzigen Gedanken sind: Heute habe ich dies geschafft. Jetzt werde ich jenes erhalten. So viel gehört mir jetzt, und in der Zukunft wird es sich weiter vermehren. Asau maya hatah shatruh hanishye chaparanapi ishvarohamaham bhogi siddhoham balavan sukhi. Diese Feinde habe ich besiegt, und die anderen werde ich auch bald erschlagen. Ich bin der Herr, Gott, der Genießer aller Genüsse. Ich besitze alle Wunderkräfte. Keiner ist mächtiger und glücklicher als ich. Adhyo bhijanavaanasmi konyosti sadrisho maya yakshe dasyami modisha ityajnana vimohita. Ich bin reich und der Herr einer vornehmen Familie. Wer ist mir gleichzusetzen? Ich werde Yajnas verrichten, Spenden geben und dadurch mein Glück finden. Dieses Unwissen verblendet sie insbesondere,
heißt dies nun, dass die Yajnas und Spenden aus Unwissen entspringen. Aneka citta vibhranta mohajala samavritaah prasaktaah kama bhogeshu patanti narakeshu chau. Auf diese Art und Weise von vielen irreführenden Gedanken verwirrt, in der Verführbarkeit der Verblendung verstrickt und der Befriedigung der Sinne anheimgefallen, gleiten diese durch die Dämonie vom Wege abgeleiteten Menschen in die Hölle hinab. Diese Hölle wird von Sri Krishna auch in den folgenden Kapiteln beschrieben. Atma sambhavita stabdha dhanamanamadhanvita yajante namayagyaiste dambhena vidhipurvakam. Mit Egoismus, Reichtümern und Eitelkeit erfüllt, verrichten diese eitlen, unverschämten Menschen die Yajnas. Das heißt, nur im Namen, den üblichen mit Feuer und Räucherstoffen, im Widerspruch zu dem vorgeschriebenen Yajna-Prozess, der uns im Kapitel 4, 24 bis 33 und im Kapitel 6, 10 bis 17 detailliert beschrieben wurde. Ahankaram balam darpam kamam krodham cha samshritaah mamatma paradeheshu pradvishantobhyasuyakaah. Die anderen tadelnd mit dem Ich-Gefühl, Stolz, Macht, Eitelkeit, Lust und Wut erfüllt, missachten sie mich, den in allen gegenwärtigen, allwissenden Erhabenen. Feindseligkeit und Hass sind nach Sri Krishna die Ver- und Missachtung des von ihm beschriebenen und vorgeschriebenen Yajna-Prozesses und seiner Allgegenwärtigkeit. Denn als Zeuge sitzt er gleichermaßen in allen Wesen, alles beobachtend. Kann er auch gesehen werden? Sri Krishna sagt, nein. Tanaham dvishatah kruran samsareshu naradhaman kshipamyajasramashubhan asurishveva yonishu. Diese boshaften, mich abstoßenden Verbrecher, die niedrigsten von allen Wesen, verbanne ich in die Körper der untersten Wesen. Niedrig oder übel sind für Sri Krishna die, die den empfohlenen Yajna-Prozess außer Acht lassen und deshalb in die unterste Hölle geworfen werden. Es gibt nichts Schlimmeres als dies. Ein Tag im Gefängnis ist schlimm genug. Was für ein Unheil kann es sein, wenn Sri Krishna die Seele Geburt für Geburt in niedrigsten Gestalten bestraft? Also sollen wir stets nach dem Göttlichen streben. Asurim yonimapanna mudha janmani janmani mama prapyaiva kaunteya tato yantyadhamam gatim. O Kaunteya, diese törichten Menschen, Geburt auf Geburt der Dämonie verfallen, erreichen nicht mich, sondern sie steigen in die ekelhaftesten Zustände des Lebens hinab. Trividham narakasyedam dvaram nashanamaatmanah kamah krodhastatha lobhas tasmade tatrayam tyajet.
Lust, Wut und Gier sind die 3 zur Hölle führenden Haupttore. Sie richten die Seele zugrunde und verleiten sie zum Niedergang. Also soll man vor ihnen ausweichen. Denn das dämonische Vermögen beruht auf ihnen. Und wie profitiert man davon? Etairvimuktah kaunteya tamodvaraistribhirnarah acharathyatmanah shreyah tato yati param gatim. O Konteya, wer sich von diesen 3 Höllenschlünden verhalten kann, der kann den zum besten wohlführenden Pfad beschreiten und somit mich erreichen. Auch das für uns bestimmte Werk lässt sich danach verrichten. Yashastra vidhimutsrijya vartate kamakaratah na siddhimavapnoti na sukham na param gatim. Wer also diesen in den Heiligen Schriften beschriebenen Yajna-Prozess nicht vollführt und eigensinnig handelt, der kann weder die Wunderkräfte, noch die Erlösung, noch das Glück erlangen. Es ist keine neue Schrift, die er hier erwähnt. Die Gita beinhaltet die vollkommene Wissenschaft aller Lehren, die er als die Geheimlehre bezeichnet. Tasmat shastram pramanante karya karya vyavasthitau gyatva shastra vidhanoktam karma kartumiharhasi. Es bleibt dir also, o Arjun, nichts anderes übrig, als in den Heiligen Schriften die Antwort auf die Frage nach Tun und Lassen zu suchen und meine Anweisungen über das Handeln zu befolgen. Es folgt nun nochmals die Beschreibung des uns zugewiesenen Werkes, das im 3. Kapitel auch als der durch die totale Entsagung der Sinne und des Geistes zu vollbringenden Yajna dargestellt wird und der uns zum Heiligen führt. Das erhabenste, glückverheißende Werk setzen wir mit dem Aufgeben von Lust, Wut und Gier in Gang. Wohl wegen der weltlichen Verführungen schwer zu bändigen, doch machbar. Wer sich im Widerspruch dazu verhält, für den gibt es keinen Trost. Die vedischen und die heiligen Schriften schreiben uns den Prozess zur Vervollkommnung vor. Wir haben demgemäß zu handeln. Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Zu Beginn dieses Kapitels gibt uns Sri Krishna die genaue Beschreibung der göttlichen Eigenschaften, zu denen folgende zählen: die unerschütterliche Hingabe, Bezähmung der Sinne, das Selbststudium, Lauterkeit des Geistes, Unermüdlichkeit, der Yajna-Prozess, Tapa, Zornlosigkeit, Friede des Geistes und noch viele andere. Einige dieser 26 göttlichen Merkmale befinden sich auch in euch. Daraufhin zählt Sri Krishna auch einige dämonische Eigenschaften auf. Solche sind beispielsweise Stolz, Arroganz, Grausamkeit, Unwissenheit und so weiter. Abschließend gibt er die Entscheidung: Arjun, die göttlichen Merkmale führen zu der vollkommenen Erlösung, aber die dämonischen Eigenschaften werden dich fesseln und zu Fall bringen. O Arjun, sei aber nicht besorgt, denn du hast die göttlichen Eigenschaften schon erhalten. Wo befinden sich nun diese gegensätzlichen Eigenschaften? Daraufhin erklärt er, dass diese Eigenschaften in den Menschen weilen. Sind die göttlichen Eigenschaften in der Überzahl, dann ist der Mensch gottähnlich. Und umgekehrt,
Wenn die dämonischen Eigenschaften stärker vertreten sind, dann ist der Mensch dämonisch. Der Mensch wird mit den von beiden oben aufgeführten Merkmalen in seiner Natur liegenden Keimen wiedergeboren. So ist es offenbart worden. Weiter erklärt Sri Krishna die Eigenschaften der mit dämonischen Merkmalen geborenen Menschen. Diese können das ihnen zugewiesene Werk nicht durchführen und geben sich stattdessen mit sinnlosen Taten ab. Deshalb erhalten sie weder Ehrlichkeit, noch Reinheit, noch gutes Benehmen. Sie verbreiten die Lehre, die Welt sei ohne einen Herrn. Sie sei nicht. Das heißt, sie sei unwahr. Und sie ist nur aufgrund der Vereinigung der beiden Geschlechter entstanden. Alles sei demnach dazu da, den höchsten Lebensgenuss zu genießen. Was gibt es außerdem noch? Diese Gedanken gab es auch im schwarzen Zeitalter, und es wird sie immer geben. Seit allen Geburten gibt es einen göttlich-dämonischen Auf- und Abstieg, und dies ist heute noch so. Die, so sagt Sri Krishna, ihrer Vernunft beraubten Törichten sind nur zur Zerstörung dieser Welt geboren worden. Sie sagen auch Folgendes: Durch mich wurde dieser Feind getötet. Der Nächste wird bald sterben. Deshalb, o Arjun, töten diese übelgesinnten Menschen, die Lust und Wut besitzen. Nicht die Feinde, sondern sie vergrämen mich, den in dem Innern alle Sitzenden. Wenn man sie tötet, ist man mit dämonischen Eigenschaften behaftet. Sri Krishna sagt Arjun gleichzeitig auch zu, dass er sich keine Sorgen machen soll, denn er ist mit göttlichen Eigenschaften versehen. Er erklärt Arjun, dass seine Wohnstätte in seinem Herzen ist, und er erinnert auch daran: Halte immer Ausschau, sieh dich genau um. Das immer wieder erwähnte gute Benehmen soll getan werden. Andernfalls ist mit einer Bestrafung zu rechnen. Sri Krishna beschreibt, dass die von der Dämonie beeinflussten, grausamen Menschen immerfort in die Hölle geraten werden. Wie sieht diese Hölle aus? Daraufhin deutet er aus, dass der unaufhörliche Geburtenkreislauf in den untersten Wesensformen, Ungeziefer, als ein Synonym für die Hölle zu verstehen ist. Die 3 Eingangstore zu dieser Hölle sind die dämonischen Eigenschaften Lust, Wut und Gier. Und wie schon von mir so oft wiederholt, haltet euch von diesen 3 negativen Kräften entfernt. Ein Weiser ist der, der die wahre Tat vollbringt und sich gleich am Anfang von Lust, Gier und Wut losgesagt hat. Deshalb erhält man, wenn man sich von den 3 dämonischen Einflüssen befreit hat, auf jeden Fall den Zugang zu dem Göttlichen. Deshalb die wichtige Frage: Was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Auf diese beiden Fragen findet ihr in den Heiligen Schriften die erwünschten Antworten. Aber in welchen Heiligen Schriften? Natürlich in der Gita. Denn nur deshalb wird in der Gita ganz ausführlich dargestellt, was die einzige wahre Tat ist, was du tun sollst. In diesem Kapitel stellt Sri Krishna die göttlichen und dämonischen Eigenschaften, die im menschlichen Herzen weilen, genau dar. Hiermit endet dies das Kapitel über das göttliche und das dämonische Vermögen, das als Zwiegespräch zwischen Sri Krishna und Arjun geführte 16. Kapitel der Upanishad Srimad Bhagavad-gita, der Wissenschaft des Höchsten, der Schrift über den Yoga. Hiermit endet das 16. Kapitel namens das Wissen über das göttliche und das dämonische Vermögen der Yatharthgita, zusammengestellt und verfasst von Svami Adgadanand, dem Schüler Sriman Paramhans Parmanans. Hari Om Tat Sat.